Von Abraham zurück in Starfield. Und ich habe eine neue Mission bekommen von Sergeant Yumi. Und deswegen gehe ich nochmal kurz in die Logfiles und zeige euch das Ganze nochmal. Das ist hier bei mir unter Aktivitäten einsortiert. Also ich gehe jetzt nochmal hier rüber, sehe Aktivität. Und die Mission mit Kelton, das ist mit dem Wissenschaftler, das mit dem Baum in Atlantis und der Schallwellen verursacht mit Kommunikation, hast du nicht gesehen. Die geht noch nicht weiter, aber es gibt hier eine kleine Mission und die werde ich mir jetzt einmal anschauen. Wobei wir noch ein paar offene Missionen haben, aber das sehen wir uns dann demnächst einmal an. Viel Spaß! If it isn't my fib, crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. So, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Solltest du was für mich haben? Yep. Something just came in. Scuffle over at the Dawn's Roost. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Na, das machen wir doch gleich. Obwohl, das ist ja auch sehr interessant. Warum ist er verschwunden, ohne den Angreifer zu identifizieren? Das stelle ich vor als Frage. Men like him aren't very generous with their time. They want you to solve a case without ever having to lift a finger themselves. Not that he'd be much of a witness, given that he was still half drunk when he got here and somehow even more so when he left. Sorry. Wrong word. Rich people don't get drunk, they get inebriated. Which is another way of saying highly unreliable. Na gut, lässt sich machen. Good. Report back here when the matter's resolved. So, was ist Dawn's Roost? Das ist ja auch eine gute Frage. A restaurant over in the residential district. Caters to a very fancy clientele. It's the kind of place where forks come in different sizes, depending on the food. Okay. Sollte ich sonst noch was über den Fall wissen? According to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. Normally, when someone loses a valuable keepsake, they're heartbroken. The way this guy was acting, it's almost as if he lost a wallet full of creds. Okay, gut zu wissen. Naja, dann, es ist auf meinem Schirm. Und deswegen kann ich auch gleich dahin gehen. Jetzt schauen wir mal. Oh, das ist ja gleich um die Ecke. Nee, es ist nicht. Da muss ich mit der Tram hin. Okay. Oder dem Net. Wohnungsträger. So, dann schauen wir uns mal wieder um. Ah, da ist schon die Bar. Warte mal, die Bar kennen wir doch, oder? No. Aber der Eingang ist hier. Nein, hier müssen wir nicht die Blume sprechen. Denk an mein kleines Video, das ich dazu gemacht habe. Ich bin wegen der Schlägerei in deinem Restaurant hier. A most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio had been dining here together for quite some time. So, it was surprising to see them at each other's throats. Ich muss einen der beiden Streithähne finden. Angeblich hat er was geklaut. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. I believe he lives in Athena Tower,
although he may be checking out soon. But I would start there. Okay, na dann gehen wir zum Erfinder Enjoy the Tower. rest of your day. I used to be an actuary. Yes. Oh, I can't believe that Octavio. That liar, that manipulator, that... So, nur zu, lass ruhig Dampf ab. That lying, cheating, foul piece of Dawn Glider dropping. If I had my way, I'd tie him to the back of a ship and jump it right into the nearest star. 5 years we were together, half a decade. And he threw it all away for that waiter. Oh, ihr zwei wart ein Paar. Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. Okay, das erklärt einiges. Besteht die Chance, dass ihr euch wieder versöhnt? No, there are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? Was ist denn im Dawn Roost überhaupt passiert, obwohl ich weiß, wohin es läuft mit dem... It was supposed to be a romantic dinner. Our last, before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's Roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us. Then I went off! Wohl, in meinen Ohren klingt das eher so, ist das Ganze nicht so ganz klar. Also ich meine, eine Nummer zustecken kann jedem einmal. Auch übrigens dann, wir sind in der Zukunft. Da werden Nummern noch auf einer Serviette geschrieben? Okay, ich hätte gedacht, die würde sich mal ein bisschen mehr überlegen, wie man sowas machen kann, aber naja. He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. So, lass mich darüber nachdenken. Finde ich auch. Hier hat kein Verstand, sondern ich sage es nicht, dass du nicht... Na ja gut, aber er gehört immer noch ihm. I don't care. I'm not giving it to you. Genau. So, jetzt geht's ran ans Überzeugen. True, I don't want to go to prison. I've heard stories and they rarely end well. Warum willst du etwas behalten, was dich an ihn erinnert? Ich glaube, es ist besser, als ihn damit einzugehen, weil es ja schon vor auf das andere eingegangen. I'm not going to keep it. I'm going to pawn it off. Oh Gott. Nein, das ist Lügen. Ich muss ihn beschlagnahmen, nein. Ist mit einer Bedingung versehen. Okay, ich probiere es, aber das Ding wird schief gehen. Ich weiß es jetzt schon. Is that what the law says? To be honest, I am not sure. Fine. I may be extremely agitated, but I want no part of a UC prison. Here. Wow. Okay, ich bin mal wieder überrascht. Hätte ich jetzt nicht persönlich mit gerechnet. Aber nice. I got it.
So langsam kennt man sich auch hier aus. Also dann braucht man auch nicht so häufig die Navigation. Das war am Anfang ganz anders. Ist schon an manchen Stellen etwas unübersichtlich, aber nice. Aber es soll noch bessere Orte geben. Officer? What can I do for you? So, ich habe meine Ermittlung in Sachen Kampf in Dawnroost beendet. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? Yep, habe ich. Excellent. I'm sure the victim will be pleased to know their property has been returned. You acquitted yourself well again. I dare say you might have a knack for police work. Here, take this. It's well deserved. So, dann gucken wir noch mal ganz kurz ins Mission Log, was es da Neues gibt. Hier geht es auch wieder durch. Das heißt, wir laufen durch die Gegend und werden wahrscheinlich wieder von irgend so einer Person angequatscht. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle weiter, aber das wird ein neues Video werden. Von daher sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, euer Aboram. Ciao, ciao.